Zwei Bergsteiger aus dem Berchtesgadener Land, nämlich Philipp Reiter und Martin Schidlowski, die wollen sich aufmachen und die versuchte Erstbesteigung der Eiger Nordwand noch einmal nachvollziehen. Die Eiger Nordwand ist ein großer Traum, das mal zu durchsteigen, das mal zu erleben, auch wenn ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Angst habe. Man muss schon sagen, dass die Leistung, die die Pioniere damals in die 30er Jahre oder 40er Jahre gemacht haben, auf jeden Fall eine andere war als jetzt heutzutage. Und ich nehme aber an, dass ihr euch die Option B, also des Abbruchs, offen haltet. Dass ihr also nicht auf Teufel komm raus unbedingt den Berg erklimmen müsst. Ja, also wir wollen jetzt nicht die Geschichte ganz im Detail nachzeichnen, sprich auch dort in der Wand verbleiben. Wenn es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Es läuft dann nicht davon. Und ich glaube, das sind wir mittlerweile auch schon so, dass wir nichts erzwingen müssen. Naja, ich denke, also man kann überlegen, ob man den Zweier mitnimmt, aber ansonsten so die Größen würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, also wir sind ja quasi auf historischen Spuren von Toni Kurz und Arnold Hinterstoißer, die vor 85 Jahren aus dem Berchtesgadener Land, wo wir beide her sind, mit dem Radl bis nach Grindelwald gefahren sind und dann die Eiger Nordwand besteigen wollten. Ja, die Geschichte endete tragisch für die zwei, aber diese Reise mit dem Fahrrad, sag ich mal, fast 600 Kilometer, das ist was da eigentlich ziemlich in Vergessenheit gerät, weil ja diese Berggeschichte so präsent ist. Und wir wollten eigentlich das so ein bisschen nachzeichnen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt bin ich echt froh, dass wir starten, weil am Schluss ist immer so viel zum Organisieren und zum dran denken und dann will doch irgendwer was und das und das. Aber ja, jetzt geht's los. Ich weiß, dass es vor einigen Wochen, wo er das erste Mal anklingen hat lassen, dass er das gerne machen wird, weil war schon eher so, sage ich mal, die Idee von Philipp, dadurch, dass ich die Wand schon mal gemacht gehabt habe, wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das gleich nochmal in der Form zu verbinden. Und dann haben wir erst mal so ein bisschen kurz überlegt und habe gleich mal gesagt, ja, das klingt gut, das machen wir schon. Und das habe ich jetzt nie gemacht, dass ich mir davor mal 150 Kilometer mit Gepäck draufsetze, weil das machst du halt einfach nicht freiwillig. Ist so. War Niederschlag angesagt. Ich habe das jetzt nicht früh 30 oder 40% Niederschlag angeschaut und gesagt, wow, ich finde das sieht halt anders aus. Da liegt teilweise so viel Schnee auf der Straße, dass man gar nicht mehr fährt. Oh, hey. Es ist so viel Schnee. Ja, der Martin und ich kennen uns halt einfach seit der Schulzeit und haben halt beide gemerkt, dass wir irgendwie beide ambitioniert sind und uns gern, ja, nichts schenken, sondern dass wir halt sehr intensive Bergerlebnisse suchen wollen und es ist nicht so einfach in dem Alter auch irgendwie einen Tourenpartner zu finden, der so gleich denkt und so ähnliche Einstellung hat wie der andere. Oder wie man selber. Und dann haben wir uns eigentlich fast jedes Jahr irgendein Projekt zusammen ausgesucht. Irgendwas Cooles, was Spannendes, was wir gemeinsam gemacht haben. Das ist so eng da unten. He? Eine kleine Operation vornehmen. Hier hinten ist jetzt schon rot. Das ist genau in der Beuge. Ja. So, da. Jetzt sind wir, Martin, wo sind wir? Sind wir kurz vor Brixleck im Windtal. Endlich flach, kein Schneefall mehr. Und die Sonne kommt auch raus. Also Temperatur ist so bei 7 Grad. Schaut wärmer aus, als wie es wirklich ist. Ohne Handschuh grenzwertig.
muss gestehen, dass heute einigermaßen gut gegangen ist. Der Philipp ist halt dann immer wieder mal vorne weggefahren, hat Windschatten gemacht, ich habe mich dann hinten reingehängt und dann habe ich es als Zweiter schon deutlich leichter gehabt. Und da kann er sich dann vorne austoben und ich kann ein paar Körner sparen. Und das ist halt insofern spannend, weil der Martin ist eindeutig der bessere Kletterer und ich bin mehr der Ausdauertyp. Also das ist halt für mich die Challenge, diese Tour, und für Martin ist dieses Hinradeln. Also insofern sind wir dann nicht auf dem gleichen Level, sondern ergänzen uns da. Jetzt bin ich gespannt. Glaubst du, dass uns... Ich glaube nicht. Wir Wir wollen wahrscheinlich nur wissen, was wir hier machen. Ja, nein, ich glaube, dass wir nicht da bleiben dürfen. Also echt, meinst du nicht? Okay, wenn wir das wieder einpacken müssen. Oh. Wir müssen jetzt unseren Schlafplatz wieder verlassen. Nicht freiwillig. Es ist die Polizei gekommen. Also irgendwer muss die wohl alarmiert haben, weil wir hier illegal wild campen. Und wir haben jetzt eine Anzeige bekommen. Also das Einzige, was man ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo wir jetzt schlafen sollen, weil ich habe Angst, dass die Polizei wiederkommt und dann sehen wir die zweite Anzeige. Ja. Dann fahren wir Radweg, oder? Radweg bis in. Und dann müssen wir fahren. Schau mal auf die Schneeflocken. Nee, nicht schon wieder Schnee. Scheiße. Es war doch eigentlich so Sonne angesagt, oder? Ich muss sagen, deutlich härter als gestern, weil am Anfang ist es zwar ein bisschen bergab und geradeaus gegangen, aber jetzt haben wir schon einen langen Anstieg und es sind immer noch knapp 700 Höhenmeter auf dem Arlberg. Und mit denen Radl bergauf zu radeln, das ist halt wie E-Bike ohne Akku. Also sauschwer und extrem anstrengend. Aber gut, danach geht es ja wieder bergab und ich hoffe, dass wir dann ein paar leichte Kilometer haben. Ja, Winterausrüstung. Was soll das? ...200 Höhenmeter ist noch. Und dann Also für mich, was ist ein Bikepacking? ja. Alter Scheiß. Mir tut der Fuß einfach so weh. Das war gestern so beschissen, diese Beinlinge. Jetzt hat sich auch einfach die Zähne entzündet und das ist einfach bei jedem Mal treten weh. Ja. Erst 80 Kilometer, also ist noch viel zu wenig. Ja, mal schauen, jetzt schneit schon wieder. Also nochmal Radlfahren tue ich sicher nicht. Nein, ich meine, das Radlfahren würde ich jetzt für mich schon durchziehen, wenn es halt beim Philipp mit dem Haxen klappt. Das ist halt das Problem, weil wenn es das immer weiter entzündet, dann ist ja mir nicht geholfen. Und morgen ist auch nochmal ein harter Tag. Aber klar, Radlfahren, um dann die Wand nicht zu machen, das ist ja das, was wir eigentlich von Anfang an nicht wollten. Aber jetzt sind wir halt in der Position, dass jetzt doch so ein bisschen wechselhaft ist. Müssen wir mal schauen. Ja, ich bin früher brutal viel gelaufen, total viel Rennen und glaube ich war schon ganz gut, beziehungsweise dazu mal bin ich halt mit Kilian und Luis Alberto Hernandez, das waren die zwei Spitzenreiter, mitlaufen. Dann habe ich noch die Weltmeisterschaft in Chamonix mitgemacht und ich habe halt vermutlich ein bisschen zu viel gemacht und habe mich dann verletzt. Also ich habe dann eine chronische Plantarsehnenentzündung bekommen und wenn man halt so im Saft steht, dann macht man alles, damit es halt möglichst schnell weggeht. Also Physio, Osteo, Kortisonspritze, alle möglichen Mobilisierungen und dann bin ich zum Doktor gegangen und gesagt, ja, wir hätten da noch anzubieten so eine Strahlentherapie. Also da wird quasi die Entzündung
mit den Strahlen aufgebrochen. So. Und das war ein Traunstein, du gehst da rein und dann gehe ich da runter, Untergeschoss und hoffe halt, dass diese Therapie anschlägt. Und in dem Moment kommen mir 3 Leute entgegen und der Mittlere, keine Haare mehr, weiß, konnte nicht mehr alleine gehen, wurde von den 2 rechts und links gestützt. Und der war Krebspatient, der hat auch Strahlentherapie bekommen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich habe nur ein Problem am Fuß. Alles andere ist in Ordnung. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn bei dem die Therapie nicht anschlägt, dann ist der in 2 Wochen, den gibt es nicht mehr. Ja, und in dem Moment ist einfach dieses Problem, ich kann nicht mehr laufen, einfach verschwindend klein geworden. Und das ist schon, also seitdem habe ich auch, ich würde nicht sagen, nicht mehr den Ehrgeiz, aber einfach auch sehe das Ganze ganz anders. Und bin auch viel dankbarer zu sagen, hey, cool, ich kann das jetzt noch machen. Zum Glück wird es nicht schlechter. Wir sagen wir nicht so, dass ich jetzt ernsthaft darüber nachdenke, bis jetzt zu stoppen. Aber ja, das ist jetzt nicht so angenehm. Das sind ja doch noch 170 Kilometer morgen. Bei mir geht es schon oft so. Ich bin dann mit mir am meisten. Jetzt bringe ich schon gerade einen Satz mehr raus. Also ich bin meistens dann mit mir am zufriedensten, wenn ich die für mich beste Leistung vollbringe, und da gehört halt das dazu, dass man es manchmal erst schwerer macht, als es eigentlich sein müsste. Weil sonst wäre es nicht das Gleiche. Ich bin so müde, es kommt nichts mehr raus bei mir. Ich glaube, da sind jetzt wieder diese Wiesen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man in den Wiesen einfach so einen Start oder so einen Showboarder findet. Also es wäre eigentlich richtig cool, ja, die ganze Sache, aber es ist einfach zu kalt. Es ist einfach immer kalt. Wenn es nicht so ausschaut, aber wir haben halt echt 5 Grad immer den ganzen Tag, ja 5 bis 8, nein eigentlich 0 bis 8. Und selbst mit der guten Klamotten, aber es ist immer kalt. Sonst wäre es ja echt ein lässiges Abenteuer. Stellen wir vor, jetzt hier noch Sundowner Bier. Das Ding, das flattert, das ist so abartig. Die Fotos von gestern sind echt cool. Ich mache tatsächlich, wieso ich jetzt irgendwas reintue, weil es wissen halt auch einige Leute, dass wir unterwegs sind und die interessiert es halt. Also klar kann man es nachher irgendwie zeigen, aber ja, die freut es halt auch, wenn sie da ein bisschen einen Status haben. Mich hat es tatsächlich gefreut, dass mir ein paar Leute geschrieben haben, mit denen ich schon länger keinen Kontakt mehr gehabt habe, die dann daraufhin, dass wir das jetzt machen, halt sagen, hey, coole Geschichte, und irgendwie so ein Status-Update geben, oder wie geht's Erna, oder wie geht's dir? Voll. Und sonst hättest du mit denen wahrscheinlich länger keinen Kontakt mehr gehabt. Aber jetzt so von Leuten, die ich überhaupt nicht kennen, das hilft mir jetzt auch nicht besonders. Deswegen tut mir Arsch genauso weh, ob der das jetzt gut findet oder ob der das nicht gut findet, dass ich da Radl fahre. Für mich jetzt gesprochen ist ja so, ich würde jetzt sagen, ich bin zwar auf Social Media aktiv, aber das Projekt ist jetzt sicher eine Nummer, wo man sehr aktiv ist, wo ich jetzt sonst deutlich weniger von mir preisgebe. Also für mich ist das schon ein bisschen eine neue Erfahrung, das so zu machen. Ja, er belästigt mich da jetzt in keiner Weise, dass er soll er währenddessen posten und machen und mich fotografieren, da habe ich ja keinen Nachteil draus, wenn ich jetzt nicht auf ihn warten muss, was nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also wie der Martin gesagt hat, dann ruft er den noch an und der möchte es noch, wie machen wir das jetzt morgen, sollen wir kommen und wie ist das mit dem Filmen, und irgendwann denkt er, das scheiß Handy, das ist Castberg, also, da bimmelt es wieder und du bist einfach anstrengend im Berg und ruft dir an und denkst so, jetzt lass mich einfach alle in Ruhe. Und dann, ja, kannst du noch deinen Live-Standort teilen, wir wollen gerne wissen, was halt.
ganzen langen Tag einfach immer nur kalt. Es ist nur kalt. Die Lufttemperatur ist einfach kalt, es ist windig und es ist kalt. Going back and forward. You said you needed some rest. I've shut eyelids, sleeping muted in the background. So please stop talking. I'll go about my business, you'll go yours. You said it as if I had a choice. I got no say in it. Bueno noche, because staying up all night is not your forte. Go to sleep, I wanna lose my mind. How can I get home with this weather? Wunderbar. Gut. Gut. Cool, ey. Hätte man uns nicht denkt, dass das noch so gut geht heute. Also ich muss sagen, das Radlfahren war eigentlich härter, als ich mir vorgestellt habe. Naja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Eigentlich überhaupt nichts. Man kann das darmscheidig Wetter davon ausmachen, wie es am Eiger drüben ausschauen könnte. Aber am Eiger selber sieht man nicht einmal die ersten 100 Meter von der Wand, gar nichts. Keine Chance, null. So, Sonntag ist halt nach wie vor, das ist schon länger so drin, dass es halt eigentlich ein instabiler Tag ist. Ja, und auch Da sagt richtig irgendwie kalt. eine gell? Stunde Sonne und es ist immer noch relativ kalt, genau. Ja, Also relativ Nacht ist immer es noch richtig kalt. ist richtig kalt, also minus 17, das ist halt schon kalt. Eine Stunde Sonne und ein bisschen Niederschlag, also da an dem Tag einsteigen wird bedeuten, dass wir im Biwak höchstwahrscheinlich vollgeschneit werden. Ja, und erfrieren. Und am nächsten Tag Neuschnee haben wir in der Wand, also Ja. grausig. Dienstag ist fast der beste Tag. Dienstag, Mittwoch, ich sag da besser, bevor es dann wieder schlechter wird, also so, Ja. ich könnte sagen, ein kleines Fenster. Und was jetzt schon ein bisschen die Tendenz war, dass er wenigstens so 3, 4, 5 Grad wärmer wird. Das ist dann so eine Nacht bei minus 10, das bringt uns nicht um, für das haben wir die Ja. warmen Schlafsäcke dabei. Ja, voll. Nee, so machen wir es. Ist doch gut. Jo. Am Eiger selber ist dann die klassische Nordwandroute, die Heckmeier, geplant, also von die Erstbesteiger von 1938, weil Hinterstoißer Kurz ja auch auf der Route unterwegs waren. Das war damals noch nicht die Heckmeier-Route, weil die erst später durchstiegen wurde, aber die sind ja auch schon im unteren Wandbereich, bis dahin, wo sie umdrehen mussten, im Bereich vom Todesbiwak, sind die auch schon genau auf der Route geklettert, die wir auch vorhaben. Ja, und damals, die hatten keine Ahnung, wie das da ausschaut. Die konnten mit dem Fernglas hochschauen und haben gesehen, okay, da könnte man vielleicht durchkommen. Also das muss man sich schon mal vorstellen. Wir haben heutzutage echt eine gute Beschreibung. Also ich finde ein YouTube-Video, das quasi mich einmal durch die Wand führt. Ich schaue mir die schwierigen Stellen an in einem Video und dann mit dem Material damals. Also das ist schon ein Punkt, wo mich unglaublich fasziniert, dieser Pioniergeist der Alpinisten damals. Ja, wir machen das jetzt einfach, wir probieren es mit den ganzen Konsequenzen. Das heißt auch Konsequenz schlussendlich, wir kommen gar nicht mehr zurück. Ja, es ist halt echt brutal viel Neuschnee, gell? Ja, wenn wir das letzte Mal da waren, haben wir für den Zustieg halb so lange gebraucht wie heute. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich meine, solange es nicht groß lawinengefährlich ist, können wir ja weitergehen und schauen, wie es sich entwickelt. Wie weit wir kommen. Ja, aber Immer unter der Prämisse, dass wir wissen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es weitergeht. ja, und dass wir halt einfach wirklich gut wieder zurückkommen. Das ist halt auch was. Also, dass wir halt echt jetzt mal schauen, können wir abseilen, wie kommen wir zurück und nur so lang wirklich gehen. Ja. Ja.
Ja. Bin positiv überrascht, schaut gut aus. Na, das Projekt war schon immer im Hinterkopf. Also wir haben ja in der Zeit weiterhin gemeinsame Touren gemacht. Immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ja, wir müssen uns ja noch für den Eiger fit halten oder noch ein bisschen besser als Seilschaft einspielen, gerade in so einem Gelände. Also im Sommer haben wir mal die Matterhorn-Nordwand gemacht, so als Vorbereitung. Es pennt doch niemand hier, der irgendwas anderes macht. Ja, eigentlich macht ja nicht. keinen Sinn. Also wir sind mit der Bahn hochgefahren. Wir sind jetzt hier am Eigergletscher, da kann man übernachten. Da muss man anmelden, das ist wie so ein Hotel eigentlich. Und es sind einfach brutal viele Leute da. Und man macht, wenn man hier übernachtet, macht man eigentlich die Eiger Nordwand. Was anderes gibt es hier nicht. Entweder du bist Bahnangestellter oder du bist Eiger Nordwand Begehr. Und es sind einfach viel zu viele Leute für unseren Geschmack. Das denken sich die anderen sicher auch, aber so ist es. Nicht meine Art, Berg zu steigen. Nur mit anderen Leuten rumzuschlägern. Na, schlägern nicht, aber dann müsst ihr einen Platzkarten ziehen morgen. Da bin ich lieber da unterwegs, wo nichts los ist. Habe ja schon noch Bock, das Projekt zu vollenden, aber man hat es halt nicht in der Hand, wie viel los ist. Und auf schlechte Verhältnisse warten ist ja ein Schmarrn. Also jetzt ist gut, jetzt ist safe, jetzt müssen wir es halt machen. Aber das wissen die anderen halt auch. Aber es ist halt, ich weiß ja genau, wie ich dann reagiere, sobald wieder gefilmt wird und von hinten kommen, siehst halt die Leute herrauschen. Dann denke ich mir, hör mal auf zum Filmen, ich habe einfach keine Lust. Ich will wir machen es ja sowieso keine Freunde mit der Aktion. Jeder andere, der jetzt das sieht, denkt sich so, super Filmteam. Und es ist angeblich nur ein Filmteam an, oder? Also, das ist ja sowieso. Kann man vorstellen, wenn ihr zur Zweiergesellschaft wären, wir denken, verdammt, die ärgern sich ja nur mehr über uns, wie ich mich über sie. Das ist ja. Ja, also jetzt haben wir gerade besprochen, wie wir es morgen angehen. Also es waren dabei, also der Martin und ich als irgendwie Protagonisten, aber auch der Julian, der Filmer mit seinem Team, also noch 2 Bergführer, die jetzt auch, klar, die gehen ja auch durch die Wand, muss man schon sagen, das ist ja insgesamt schon auch eine Herausforderung und auch gefährlich für die, und deswegen sind nicht wir die Entscheidungsträger alleine, sondern jeder, der in der Wand damit dabei ist, wird mit einbezogen in die Entscheidung, wie man grundsätzlich sowas angeht. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es in einem Tag machen, dass wir noch früher starten als geplant, die Rucksäcke ein bisschen leichter machen, dass wir wirklich leicht und fast unterwegs sind und versuchen, das Ganze in einem Tag zu klettern. Darunter leiden vielleicht ein bisschen die Filmaufnahmen, aber so hat sich halt das Projekt jetzt entwickelt. Aber ich glaube, dass das jetzt der geschickteste Plan ist. Gar nicht probieren kommt jetzt auch nicht in Frage, weil es ist ja grundsätzlich sicher, die Wand, die Verhältnisse sind gut. Aber wenn wir jetzt da keine Möglichkeiten haben zu bivakieren, dann macht es keinen Sinn, auf ein Biwak aus zu sein, wenn wir von vornherein schon wissen, dass es nicht geht. Das ist alles so ein bisschen stressig, finde ich. Also so ganz 100% Konfidenz bin ich jetzt gerade noch nicht. So alles zu schnell geht mir das. Ja, die Situation ist wie folgt, wir sind jetzt am schwierigen Riss und es sind einfach noch mehr Seilschaften vorne, als wir erwartet haben, als wir von unten eingesehen haben. Und wenn wir hier jetzt warten, dann stehen wir mal hier schon wahrscheinlich mindestens eine Stunde im Stau und das wird nach oben raus nicht besser. Und irgendwann laufen wir auf die langsamen Seilschaften auf, die bivakiert haben. Das heißt, es wird jetzt so sein, dass wir umdrehen, weil es absolut keinen Sinn macht. Der Schweizer Bergführer dreht auch um und der hat die Tour schon 40 Mal geführt und der sagt auch, es macht keinen Sinn. Ist traurig, aber so ist es. Ja gut, die Option ist halt einfach, ich meine, die Option ist einfach jetzt ewig zu warten, dann zu warten und langsam halt. Die Option und ist dann auf jeden Fall, schaffen dass wir wir es halt, nicht in einem Tag schaffen. genau. Und, dann wird's Und Biwak. dafür haben wir halt echt, wir haben ja nur die Notlösung halt mitgenommen, es ist halt so. Ja, also dann haben wir halt Sitzbiwak, wo wir 2 Schlafsäcke über uns drüber legen. Also. Na, aber dann müssen wir überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir zumindest einfach hochgehen über die Westflanke und einfach am Eiger waren, damit wir halt dieses Projekt auch irgendwo, auch wenn wir jetzt nicht durch die Wand gehen, einfach abschließen. Weil unterwegs ist ja wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Also es ist so viel Aufwand immer, bis man hierher kommt, bis man alle Zeitfenster findet, bis man das Material zeigt, bis das Wetter passt. Das ist richtig viel Aufwand. Das muss echt alles passen. Aber ja, manchmal fehlt es halt dann noch ein bisschen was und dann muss man es ganz lassen. Ja, und jetzt ist schon aber, dass man eigentlich, das Ziel war ja auf dem Eiger und jetzt gehen wir halt über den Normalweg und nicht über die Nordwand. So sehe ich es zumindest. Jetzt sind wir einfach oben. Ganz genau. Ja.
ja, absolut richtig die Entscheidung. Mir geht es auch so viel besser. Ich bin jetzt nicht mehr so angespannt, weil halt Vormittag oder halt ganz in der Früh, da ist mir echt nicht so gut gegangen, weil man gedacht habe, so ein Stress, so eine Hektik und was passiert, das steht einfach nicht dafür. Und dann im Stau stehen für das, ja, dass man dann immer langsamer wird und der Biwak nicht mehr vermeidbar ist, das wäre Schmarrn gewesen. Also man muss natürlich schon sagen, heutzutage, wenn gute Verhältnisse in der Wand sind, dann wissen das ziemlich schnell ziemlich viele Leute. Das sind natürlich das Internet und soziale Medien sicher auch daran schuld. Ich meine, ich bediene das ja auch. Also die Geister, die ich rief, das hatten die natürlich damals nicht. Klar, keine Frage. Also in dem Sinne ist es jetzt ein bisschen, ja, wir gehen auf die Spuren dieser historischen Begehung und jetzt schaffen wir es nicht, weil der moderne Mensch halt gleich zeigen will, was er so macht. Also es ist ein bisschen hin und her gerissen. Gell? Mal andererseits sagt man natürlich, ich meine, wenn man hier sich umschaut, es ist wahnsinnig schön. Ja? Und ich kann es natürlich nicht exklusiv für mich jetzt beanspruchen und sagen, ja, das sind da andere Leute. Weil ich bin ja auch nur ein kleiner Teil und ein Genießer und ein Gast des Ganzen. Also wir wollen ja, dass mehr Leute das genießen können und dann sagen wir, ja, jetzt sind so viele Leute da. Es ist ja auch irgendwie so beides. Ja.